Hallo, ich bin der Marco und heute auf der Suche nach Spuren von einem ganz besonderen Tier. Sie sind die größten heimischen Raubkatzen. Auf leisen Pfoten streifen sie fast unbemerkt durch unsere Wälder. Aber nur fast, denn sie hinterlassen Spuren. Welches Tier ist das? Hey, das sieht ja verdächtig aus. Verdächtig nach Luchs. Ja, also da haben wir eindeutig eine Luchsspur, die man erkennt daran, dass sie erstens relativ rund ist, dass man die Krallen kaum erkennen kann und dass die Zehen asymmetrisch angeordnet sind. Vom Prinzip einfach eine große Hauskatze. Und damit ist die Spur auch eindeutig unterscheidbar von Fuchs, Hund oder Wolf. Die haben deutliche Krallen und symmetrische Zehen. Und jetzt können wir noch schauen, wie groß das Tier ist, indem wir einfach den Fußabdruck messen. Was haben wir hier? Ja, 6,5 mal 6,5. Das heißt, das ist ein einjähriges Tier. Das Charakteristische an der Luchsspur im Gelände ist, dass sie sehr zielstrebig verläuft. Eben ein Pfotenabdruck hinter dem anderen, wie entlang von einer Schnur. Und deshalb sagt man auch, der Luchs schnürt. Und wenn man jetzt andere Tiere hat, zum Beispiel könnte man ja den Luchs vielleicht mit dem Hund verwechseln. Hunde sind dann einfach verspielt, die müssen nicht darauf achten, da Energie zu sparen, sondern die laufen mal nach links, die laufen mal nach rechts und haben dann halt eben einen entsprechenden Spurverlauf, der ein bisschen chaotisch ist. Um im Winter nicht einzusinken, haben Luchse sehr große Pfoten, um ihr Körpergewicht besser zu verteilen. Und dieses Prinzip der Luchse, das machen wir uns auch zunutze, indem wir Schneeschuhe haben und dadurch große Füße haben und nicht im Schnee zu tief einsinken. Ja, wenn man im Winter im Wald unterwegs ist, dann sieht man ganz schön viele Spuren im Schnee. Und es ist gar nicht einfach, die ganzen Tierarten auseinanderzuhalten und zu erkennen. Zum Beispiel der Fuchs. Wenn man sich die Fuchsspur anschaut, dann sieht man einen deutlichen Unterschied. Er hat starke Krallen, die ganze Form des Abdrucks ist oval und die Zehen sind symmetrisch angeordnet. Oder hier, ganz interessant, ein Hufabdruck. Das ist ein Hirschabdruck und der sieht mal ganz anders aus, unverwechselbar zum Luchs. Oder hier eben ein Wolf. Auch die Krallen sind deutlich zu sehen. Die ganze Spur ist eher länglich und die Zehen sind symmetrisch angeordnet. Und jetzt im Vergleich dazu nochmal den Luchs, wo man deutlich sieht, dass es kaum Krallen gibt. Insgesamt ein sehr runder Abdruck und asymmetrisch angeordnete Zehen, sodass er eigentlich sehr charakteristisch ist und nur mit einer Hauskatze verwechselt werden kann, die aber wesentlich kleiner ist. Spuren im Gelände sind eine gute Möglichkeit, Luchse in freier Wildbahn nachzuweisen. Und mit einer Portion Glück, mit einem wachen Auge und mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, kann euch das auch gut gelingen. Auch wenn der Luchs im Verborgenen bleibt. Oder?